Hallo, willkommen im 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Goldaktienanstieg. Es wird irrsinnig schnell gehen. Disclaimer. Goldaktienanstieg. Es wird irrsinnig schnell gehen. So wie es aussieht, war das letzte Tief bei Gold vor 1,5 Wochen. Dies ist vermutlich der letzte günstige Einstiegspunkt vor der jetzt unmittelbar bevorstehenden Jahrhundert-Goldaktienrallye. In wenigen Wochen kann Gold bereits wieder auf 1900 zurückschnappen. Allein das dürfte bei vielen guten Goldstock bzw. Silber-Penny-Stock-Aktien eine bis Verzehnfachung bringen. Und auch das ist erst der Start der Mega-Rallye, die Gold laut Michael Oliver auf 8.000 $ bringen kann. Ohne Frage sind Goldaktien jetzt eine Jahrhundertchance, die es zu nutzen gilt. Das sagt der Statist. Es ist einfach eine enorme, was diese Kursbewegung bei Gold ist, einfach eine enorme atypische Verzerrung hier von der ansteigenden, von der Trendlinie. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass sich da die Hochfinanz, wie in der Vergangenheit auch schon mal, absolut günstige Einstiegspunkte passt, um besonders günstig bei Goldaktien etc. reinzukommen. Und es ist sehr gut möglich, dass der Goldpreis ganz schnell wieder auf diese Trendlinie raufgeht. Ähm, Nur der Unterschied ist eben, dass wir dann teilweise 5 bis 10 Mal höhere Penny Stocks Aktien haben, gute. Dass die jetzt die vielleicht noch bei 10 Cent ist, die eine, die ich vor einiger Zeit gezeigt habe, die mit den Aktien mit den großen Silberressourcen, ist ja in wenigen 4, 5 Tagen um 63% gestiegen, also fast von 10 Cent auf fast 20 Cent. Und stellen Sie sich vor, wir sehen Gold 1900, was das für diese Aktien bedeuten. Es ist gut möglich, dass sie dann im Bereich 1 $ liegen. Und dann gibt es diese super günstigen Einstiegspunkte, die wir jetzt haben, sind dann Geschichte. Für immer. Das wird sich dann in dieser Form erstmal lange nicht wiederholen. Darauf will ich hinweisen und dazu passt eben auch diese Chart-Story, dass es dieser Statist ist als eine extrem künstliche Verzerrung von der Trendlinie sieht. Da kann man nur mutmaßen, dass sich da jemand nochmal günstige Einstiegspunkte geschaffen haben. Es gibt auch jemanden anderen, der das beobachtet hat. Uwe Bergold hat auch gesagt, dass es an der Comex ja, Anomalien gibt, dass, sage ich mal so, dass sozusagen große Geld da aktiv ist. Auch das spricht dafür, dass sie jetzt massiv einsteigen. Das konnte in der Vergangenheit auch beobachtet werden, zum einen 2015, 2016 und 2018. Da will ich nochmal kurz hingehen. Hier, Uwe Gerber können Sie nachlesen auf Goldseiten. Er hat heute einen Artikel veröffentlicht und der sagt auch, dass jetzt eben eine enorme Goldaktienrallye liegt und dass es solche historischen Extremtiefs 2015, 2016 bzw. 2018 schon mal gegeben haben und dass sich es wiederholt. Und das Interessante ist, er sagt eben auch, dass hier Insider-Aktivitäten laufen und ja, dann erwähnt er hier, also nach den letzten beiden Tiefpunkten im Jahr 2015, 2018 stieg der Goldminenindex im Anschluss daran um 190 bis 185%. Also diese kürzlichen Ereignisse, die wir eigentlich hatten, wo wir dachten, es geht eigentlich dann noch höher und noch länger und nachhaltiger. Aber sie stiegen trotzdem um 190 bis 100 und 185%. Und dann sagt er, sollte sich diese Entwicklung nur zum dritten Mal wiederholen, dann wäre das nächste Ziel der Goldmine das Allzeithoch von 2011, also wenn es dann jetzigen Zeitpunkt ausbricht. Dann schauen wir nochmal auf den HUI-Index. Was würde da äh, zwei, ähm, dementsprechend 200% bedeuten? Ja, das sind dann das meint er hier, das sind diese Höhe von 2011. Das stieg auch hier von der Finanzkrise von ungefähr 200 Punkte auf 600 Punkte. Er behauptet, das Ganze kommt jetzt genauso wieder.
und steigt in Richtung 600. Gut, keiner hat eine Glaskugel. Ich sage nur, was die Statisten sagen. Ich bin da relativ neutral, aber ich halte auch diese Verzerrung, die wir hier augenblicklich nehmen, da schafft sich jemand günstige Einstiegspunkte. Und warum soll nur die Hochfinanz und die Insider diese Einstiegspunkte nutzen? Also ich denke, da erleben wir in den nächsten Monaten Gewaltiges. Und dann, wie Michael Oliver da sagt, ist das der Auftakt zu der Rallye auf 8000 äh, Dollar Gold. Er sagt, er hält sich ein bisschen nebulös mit dem Timing. Ich meine, das ist auch schwer. Er hatte in der Vergangenheit von 1, 2 Jahren mal gesprochen, dann auch durchaus wieder länger. Werden wir sehen. Ich denke, was wir jetzt erleben, ist dieses Rückschnappen auf diese Linie und damit wirklich eine Kursexplosion bei diesen Penny Stocks. Und die kriegen wir dann niemals wieder billig. Niemals wieder. Dieser Form mit diesen Potenzialaufstiegen. Also das, denke ich mal, kann man daraus ablesen. Ja, hier eine neue Mine. Gold, Projektgenerator, der im Operationsgebiet Neufundland und Quebec, hohes Risiko. Ähm, ja, ich glaube, Eric Spot ist investiert. Das habe ich jetzt nicht verifiziert, das ist gleich vom letzten Mal. Das ignorieren Sie bitte. Also Explorationsunternehmen mit einem starken Portfolio an Edelmetall- und Grundmetallkonzessionsgebieten in der Region Rouyn-Noranda im Abitibi-Goldgürtel in Quebec und Neufundland. Abitibi ist der weltweit größte, mineralreichste geologische Gürtel und beherbergt viele große Gold- und Grundmetallvorkommen. 450 mal 50 Kilometer Ausmaße, westlich von Timmins, Ontario, dann ostwärts nach Chibougamau, indianischer Name, Quebec. Ähm, Die haben verschiedene Gebiete. Das eine ist das Arrowhead, Bohrergebnis von bis zu 90 Grad pro Tonne auf 1 Meter. Dann ist in der Nachbarschaft oder in der Vergangenheit hat er Agnico Eagle operiert und hat knapp 875.000 Unzen Gold produziert, die im Jahr 2019 produziert werden. Ein bedeutender Goldproduzent im Gebiet des Abitibi. Die dem Grundstück Arrowhead am nächsten gelegene Mine war die Mosca-Mine, die sich 8 Kilometer östlich befindet. Also sehr, sehr, sehr nah. Das ist also ein sehr, sehr interessantes Gebiet. Agnico Eagle umgibt das Konzessionsgebiet Arrowhead vollständig und hat kürzlich eine bedeutende Bohrkampagne im Westen und Norden dieses Gebietes durchgeführt. Nochmal auf den Blick auf den Chart. Ja, das sind hier Goldaktien. Ist enorm ausgebrochen hier von in der Tiefe, ja, fast auf irgendwie 0,05, hier steht 0,03 Cent und dann hochgeschossen auf sage und schreibe hier 0,65 und hat im Grunde genommen alles wieder abgegeben, ähm, um uns diesen Einstieg wieder zu gewähren für die nächste Stufe nach oben. So könnte man das interpretieren. Also ich denke, auch da ist der Rückgang raus, der ganze Schaum ist sozusagen weg und viele sind rausgeschüttet worden und stellen Sie sich vor, es kommt jetzt zu der großen Goldmania. Wie schnell ist diese Aktie dann bei 1 Dollar und wenn es dann noch hochgeht, sind eben mehrere Werte erreicht. Das sind eben diese hochspekulativen Hochrisikostücke, allerdings auf sehr attraktiven Gebieten mit Quebec und Neufundland ist das auch ein sicheres Rechtsgebiet aus meiner Sicht. Dann haben die noch weitere Gebiete. Das Bazooka-Projekt, das ist Konzentrationsgebiet. Bazooka nimmt eine Streichenlänge von 7 Kilometer entlang des produktiven Abitibi Greenston Belt auf den Cadillac Larger Lake Break ein. Das Konzessionsgebiet Bazooka ist ein 100%iges unternehmenseigenes 1200 Hektar großes Landpaket. Bazooka grenzt an die westliche Grenze des Goldkonzessionsgebiets Rouen und von Yorbao Resources, das 4 bekannte Goldlagerstätten enthält. Bazooka grenzt an die südwestliche Grenze des Konzessionsgebiets Wassamak von Monarchs Gold, das 2,8 Millionen Unzen Ressourcen Gold enthält. Das Konzessionsgebiet Bazooka beherbergt eine bedeutende Goldmineralisierung an der östlichen Grenze und ist 7 Kilometer nach Westen und in der Tiefe offen. Historische Explorationen haben 77 Gramm pro Tonne gegeben und ansonsten hier auch 25,7, also hochgradiges Gold.
angrenzend an die südwestliche Grenze von Yamar Gold, die eine Goldreserve hält von 2,5 Millionen Unzen und weitere abgeleitete 294.000 Unzen. Und Bohrungen haben teilweise eine Goldmineralisierung auf dem Gebiet von 316 Gramm pro Tonne, also extrem hoch ergeben. Also das Attraktive sind eben die anderen bestehenden Minen, die haben alle eine Infrastruktur, die ja sowieso untereinander nutzen, gute Verbindungen und sonst was. Deswegen ist die Aktie, als es zu diesen guten Bohrergebnissen kam, auch damals so stark ausgebrochen, weil es ist eben wegen relativ leicht in die Produktionsgebiete, in sicheres Rechtsgebiet, Infrastruktur steht. Das dürfte der Grund sein. Und das kann sich ja durchaus in der Lage, meiner Meinung nach, auch dann wieder wiederholen, wenn die Stimmung wieder besser ist bei Gold. Und dann haben sie noch das McWatters-Projekt, das entsteckt sich über den Zonenbruch Long Bars, das Grundstück Yorba-Ron, das Goldgrundstück Granada, das eine Ressource von 2,3 Millionen Unzen enthält. Auch die haben einfachen Zugang zur Exploration und historische Bohrlöcher gaben 7,79 Gramm pro Tonne über 3 Meter, also auch alles hochgradig. Ja, nochmal generell zu unserer Philosophie. Wir haben ja mit Interesse diesen Goldbullenmarkt, den größten aller Zeiten, und 1970 und Ende der 1970er Jahre wahrgenommen. Da sind eben die gute Gold Penny Stocks Aktien von 5, 10, 20 Cent auf 10, 20, 30 Dollar gestiegen. Eine absolute Übertreibung. Teilweise waren da 50, 100, 200, 300, 400 Bäcker nicht selten. Und es war einfach eine einmalige Gelegenheit, aus wenigen tausend Euro ein Vermögen zu schaffen. Wir hoffen jetzt auf eine ähnliche Situation. Ich hatte sie jetzt im Vorfeld eigentlich von den Statisten Michael Oliver und den anderen Statist, der nochmal diese extreme Superverzerrung noch aufgezeigt hat. Ist das eigentlich bestätigt, ein derartiges Szenario? Wie sich das jetzt ausspielt, werden wir sehen. Aber ich denke mal, wir sind in einer äußerst interessanten Zeit, wo sowas vielleicht auch denkbar ist. Ja, und ich habe dann einige sogenannte Supergold-Aktien im Watchlist entwickelt, wo einige solche Aktien nochmal, weil es so viele gibt, nochmal zusammengeschrieben ist. Sind immer Aktien mit Superlativen, wo wir hoffen, dass sie dann eines Tages im wirklichen Goldboom bei 2,3, 2,5 oder mehr dementsprechend auch attraktiv bewertet werden. Also die fassen wir einfach zusammen. Gute Superlative können eben große Ressourcen sein, hochgradiges Gold, sehr gutes Management, überhaupt sehr gutes Gebiet, gute Infrastruktur, whoever. Und ja, und solche Aktien sollte man investieren, weiter gut beobachten, gut performende nachkaufen, dass man nicht nur von einer Aktie abhängt, weil das ist in diesem Sektor zu risikoreich, sondern man kauft Gruppen von Aktien, beobachtet die genau und Aktien, die in die richtige Richtung gehen, jetzt gerade angesichts des möglichen Goldbooms, Goldaktienbooms, dann eben nachkaufen, sodass man möglichst eine gute Annäherung an die richtigen Goldaktien haben. Also diesen hundertprozentigen Treffer, dass man genau mit einem Schuss genau die richtige Aktie kauft, das ist meiner Meinung nach nicht möglich. Das ganze Spiel ist zu hochrisikoreich und dem muss man Tribut zahlen. Und das macht man, indem man das mischt, indem man es beobachtet, nachkauft. Und dann können einen auch mögliche Ausfälle nicht so weit treffen, weil es steht dann etlichen Gewinnen auch gegenüber, die in einem Goldboom wesentlich höher ist. Also es ist denkbar, dass man mit einigen Aktien vielleicht für 50, sogar vielleicht für 100-fach, vielleicht einige wenige Aktien gehen pleite, der Rest ist so Mittelfeld, 15, 20, 30, 40, wenn es zu diesem Goldboom kommt. Und dann hat man meines Erachtens, diesen Goldaktienboom relativ mit überschaubaren Risiken gespielt. Aber natürlich ist die Voraussetzung dieser Goldboom, ne? Das ist ganz klar. Ja, ein 1000 Becker Report. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, sortieren sie der moderaten, hohen und sehr hohen Risiko. Eine Exit-Strategie haben wir auch entwickelt, dass man einfach ein generelles Grundkonzept hat. Was kauft man, wenn dieser Boom vorbei ist? Einlage von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Die sind immer an physische Ware gekommen, wenn man woanders stundenlang anstehen musste. Die sind meines Erachtens durchaus preisgünstig. Und ja, Preisvergleich, bevor Sie Gold und Silber kaufen, einfach auf die Vergleichsportale gehen.
weitere Informationen, ja, mit welchem Broker können Sie arbeiten, andere Statisten, andere Webseite, Informationen über Goldaktien, auch ein Buch über Goldaktien. Also, und dann auch noch meine Kontaktdaten. Sie können mich einfach kontaktieren, wenn es irgendwelche Zustellungsprobleme oder Fragen generell ist. Schreiben Sie mir eine Mail oder rufen Sie mich an. Ich würde mich dann auf alle Fälle wieder bei Ihnen melden. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, wenn Sie es noch nicht haben, wenn Ihnen das Video soweit gefallen hat. Besten Dank also nochmal und bis zum nächsten Mal.